Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch habe, sind Lufthansa, keine Schlichtung in Sicht mit den Piloten. Dann haben wir Fox nochmal als Thema, also Future Onboard Experience. Die Frage ist, Eierlikör, macht es einen Unterschied? Und wir haben natürlich das Thema Dubai am Golf. Da gibt es wieder die Rückkehr zum Normal. Man erholt sich vom Iran-Krieg. Und last but not least, ITA vollständig in Miles & More integriert. Es gibt auch irgendwie vielleicht mehr Punkte, also Promotion. Ihr denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und zu abonnieren. Das erste Thema ist, Dubai erholt sich und im Iran-Krieg hat der Flughafen Dubai massiv unter dem Verkehrseinbruch zu leiden gehabt. 65% und mehr sind dort dann am Ende zusammengekommen. Das Drehkreuz setzt auf eine schnelle Erholung, insbesondere durch Transitpassagiere und starke Märkte wie Indien zum Beispiel. Der Verkehrseinbruch war im März 2,5 Millionen Passagiere, von minus 65,7. Im Quartal 1 insgesamt waren es 21% minus. Der Flughafen war ja auch direkt Ziel von Attacken aus dem Iran, also da sind auch Flugzeuge beschädigt worden. Streifstoffversorgung war zeitweise gestört, gab da auch Feuer beim Treibstofflager. Nur 2/3 der Flotte ist im Moment bei Emirates Airlines aktiv. 90% des Streckennetzes werden allerdings wieder bedient. Europa ist zögerlich, Lufthansa pausiert mindestens bis zum 31. bei, Eurowings sogar bis Oktober und British Airways kehrt erst ab Juli zurück. Golfcarrier wie Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways werden aggressiv Marktanteile natürlich zurückholen. Man sieht das ja schon an den ganzen Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man Status verlängert, dass man zum Beispiel auch Promotions fährt für den Status, aber auch, dass man die umgekehrte Variante der Lufthansa macht, nämlich, dass man die Flex-Tarife wirklich Flex macht. Erwartung ist natürlich auch, dass Preiskampf durch die billigen Tickets kommen. Kurzfristig ist es natürlich Unsicherheit, aber langfristig sind natürlich auch extrem günstige Langstreckentickets möglich. Mehr Verfügbarkeiten durch die schwache Nachfrage, auch die Award-Tickets werden natürlich wesentlich besser verfügbar. Und Paul Griffiths sagte, die außerordentlichen Ereignisse sind für ein Drehkreuz wie Dubai ohne Beispiel. Und Sir Timothy Clark, CEO von Emirates Airlines, sagte, sie haben gar nicht genug Flugzeuge. Also er meint damit Emirates. Ja, wird Dubai schneller als erwartet zurückkommen? Wir haben es ja beim A380 gehabt, tobt gesagte leben länger. Und nutzen Gulf Airlines die Krise, um Marktanteile zu gewinnen und zusätzlich Marktanteile zu bekommen und damit dann auch einen massiven Preiskrieg auf der Langstrecke. Kurzfristig ist es ganz klar ein Schock. Im Moment ist aber alles strukturell stabil, muss man ganz ehrlich so sagen. Comeback wahrscheinlich schnell und natürlich auch mit einer aggressiven Preisstrategie. Ja, würdet ihr bewusst über Dubai fliegen, besonders wenn der Preis günstig ist? Da könnt ihr ja gerne was zu sagen. Ja, bei Lufthansa stehen Streiks auf der Tagesordnung anscheinend, aber da gibt es auch Diskussionen. Aber die Piloten haben mit der Lufthansa keine Schlichtung, oder die Lufthansa hat keine mit den Piloten. Vereinigung Cockpit und Lufthansa haben einen Stillstand. Auch die Schlichtung ist vorerst gescheitert. Die Schlichtungsgespräche sind natürlich nicht direkt so gegangen, dass alle Hurra geschrien haben. Lufthansa will kein Ergebnis mit Vorteilen für Piloten und die Gewerkschaften sind offen für eine Schlichtung durch Dritte und wichtig ist, dass diese Dritte auch neutral sind. Und ja, auch die Tarifkonflikte, ich sagte es ja, das ist ja nicht nur singulär, sondern da sind viele Bereiche, in denen Lufthansa ja noch Baustellen hat. Lufthansa fährt eine harte Linie, die wollen natürlich eine Kostenkontrolle haben, wollen da natürlich auch klarstellen, dass sie sagen, hey, da ist natürlich so ein bisschen für die Zukunft, müssen wir gucken, aber das Risiko ist natürlich Streiks. Ja, die Eskalation ist so wieder vorprogrammiert, weil ja die Piloten natürlich einen Punkt haben, wo sie sagen, da möchten wir wieder gehört werden und möchten auch von der Lufthansa wieder Liebe erfahren.
Oder hat Lufthansa in der Tat im Moment die stärkere Position, weil sie alles ausgeflaggt hat, was geht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise AOCs gemacht hat, wo sie Flugzeuge mit billigerem Crew berädern können. Und wie lange können wir als Kunden dieses Spiel überhaupt mitmachen, auch wenn man hier 300, 100 oder 25 Punkte bekommen hat? Ja, klar, macht Sinn, aber nicht langfristig. Das Problem ist natürlich, der Konflikt ist ungeflößt, die Streiks sind immer noch ein Riesenthema und Lufthansa bleibt auf dem Konfrontationskurs, den es angefangen hat und gibt da anscheinend auch nicht klein bei. Am Ende des Tages heißt es, ist die harte Linie von Lufthansa gerechtfertigt oder riskant. Gleichzeitig versucht man natürlich bei der Lufthansa mit dem Board-Service FOX zu punkten, das heißt also Future Onboard Experience, und investiert über 70 Millionen Euro in unser Kundenerlebnis. Neue Menüs in der Business Class. Wichtig ist halt wirklich diese flexiblen Essenszeiten. In der First Class hieß das ja Master Your Time. Premium Economy hat mehr Getränke. Economy neue Comfort Sets, 3 statt 2 warme Mahlzeiten auf der Langstrecke. Parallel wurde natürlich die Handgepäckseinschränkung eingeführt und der Basic-Tarif in der Economy Class, der natürlich nochmal Unbundling macht und nochmal ganz klar die Hierarchie im Flugzeug verändert. Und der klassische Move ist natürlich Produkt aufwerten, Kosten senken und hoffentlich damit uns Kunden überzeugen, aber auch damit kann man Kunden erzeugen. Bei Air France Ryanair sieht man ja diese Hybridstrategie auch bei Air Baltic und die Frage ist halt, ob so etwas geht, dass man halt im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau macht. Besseres Erlebnis, aber mehr Einschränkungen im Einstiegstarif kann in einem oder anderen Fall für Kunden sorgen, aber in anderen Fällen auch für Frust. Ja, das Soft-Produkt, denke ich, ist natürlich härter als das Hard-Produkt, weil das Hard-Produkt, das ist halt so, da kann man sich dann drüber aufregen, aber wenn der Service dann scheiße ist, dann ist er halt scheiße. Wenn der Service gut ist, ist er halt gut. Das heißt also, dass man am Ende dann doch sagt, naja, die haben das Beste draus gemacht. Und eines der größten Investitionen in das Kundenerlebnis, sagte Jens Ritter. Und die Frage ist natürlich, ob dieser Service besser wird, gleichzeitig im Produktabbau, weil die Mainline wird ja auch immer weniger. Ist das echte Premium-Strategie nur Marketing und wie konkurrenzfähig bleibt die Lufthansa damit gegenüber den Gulf Airlines? Und man muss auch richtigerweise sagen, es ist ein wichtiger Schritt, der auch richtig ist, ganz klar. Also dass Lufthansa besser werden musste, das war ja kein Geheimnis. Aber es ist natürlich so, dass die Premium-Offensive durch diese Low-Cost-Elemente natürlich komplett konterkariert wird. Und die Frage ist, wie diese Mixed Signals von den Kunden aufgenommen werden. Würdet ihr für besseren Service mehr bezahlen, trotz weniger inkludierter Leistungen? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Man hat ITA Airways ja in die Lufthansa sehr gut integriert schon. Man macht ja noch das Joint Venture im Transatlantic und dann also A++ und man macht ja auch noch Miles & More, was ja auch schon passiert ist mit der Integration und geht jetzt nochmal auf eine kleine Promotion rein. Heißt also, man hat neue Vorteile, neue Award-Optionen und man ist ja voll integriert seit Mai 2026. Es gibt Premium Economy Awards, es gibt 3 Regionen Awards, Upgrades mit Meilen und E-Voucher möglich, Meilenschnäppchen jetzt auch für ITA, Statusvorteile erweitert. Gut, Meilenschnäppchen wissen wir ja alle, dass das eher so eine absterbende Qualität hat. Dann Statusvorteile erweitert, Buchungsgarantie, Companion Awards, aber die Promo bis zu 3000 Premium-Meilen ist natürlich auch lustig, wenn man denkt, 3000 Premium-Meilen, naja nun gut, oder Bonusmeilen. Heißt also vom Zeitraum 1. Mai bis 30.06. Und die Frage ist, ob das ein massiver Mehrwert ist für uns als Statuskunden. Klar, ITA selber ist ein großer Mehrwert, aber die andere Frage ist natürlich, ist diese Promotion ein riesiger Mehrwert, dass man jetzt sagt, ich will das unbedingt fliegen. Und sehr positiv ist das erstmal grundsätzlich, das kann man ganz ehrlich so sagen. Und die Integration ist ja auch schneller und besser vorangegangen, als wir es eigentlich erwartet haben. Wird ITA Airways ein großer Gamechanger für Miles & More? Und die Frage ist natürlich auch, kann ITA die hohen Erwartungen der Lufthansa erfüllen, dass man dort vielleicht besser wird als die Swiss? Ja, da bin ich mal gespannt. Das Gesamtfazit der Sendung ist natürlich wie immer, dass der Konflikt im Nahen Osten immer noch ein Problem darstellt, weil es noch Marktverwerfungen mit sich bringt. Gulf Airlines können gestärkt zurückkommen.
Lufthansa ist natürlich unter Druck, einmal aufgrund der Streiks durch das Personal und natürlich auch dann extern durch den Wettbewerb. Also da gibt es zweimal die Presse. Service wird wieder ein richtiger Differenzierungsfaktor. Also man hat hier so das Gefühl, dass das Race to the Bottom so beim Service so ein bisschen weggekommen ist und Miles & More wird strategisch ausgebaut. Ihr könnt wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber vergesst nicht, die Fragen des Tages zu beantworten. Einmal natürlich ist die Frage bei Lufthansa, die man da so stellen muss. Und zwar ist das die Frage, würdet ihr für mehr oder besseren Service mehr zahlen, trotz weniger inkludierter Leistungen? Und die andere Frage ist natürlich die ITA, die kann man ja nicht umgehen. Wird die ITA Airways ein echter Gamechanger für Miles & More? Also, ich freue mich auf eure Antworten. Bis dann, viel Spaß und School, ne, hatte ich glaube ich gesagt. Also in dem Sinne, bis dann, bis zur nächsten Sendung.